Hallo und willkommen zu dieser Deutsch-Übungsgeschichte. Heute zeige ich dir eine einfache und nützliche Methode, um dein Deutschsprechen zu verbessern. Sie heißt Shadowing-Methode. Was ist Shadowing? Shadowing bedeutet, dass du jemandem zuhörst, der Deutsch spricht und die Wörter direkt danach wiederholst. Versuche, die Stimme, die Geschwindigkeit und das Gefühl des Sprechers zu kopieren. Du sprichst fast gleichzeitig mit ihm, wie ein Schatten. Deshalb heißt es Shadowing. Diese Methode kann dir helfen, klarer zu sprechen, Deutsch besser zu verstehen und dich beim Sprechen sicherer zu fühlen. Jetzt erzähle ich dir eine Geschichte. Die Geschichte wird von einem Mädchen erzählt und sie ist auch die Hauptperson. Die Geschichte heißt Meine Reise zum Flughafen. Bist du bereit? Los geht's. Ich heiße Lina. Ich bin 22 Jahre alt. Ich lebe in einer kleinen Stadt mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder. Ich arbeite in einer Buchhandlung. Ich mag meine Arbeit, weil ich gerne Bücher lese. Aber eines Tages passierte etwas Seltsames. Es war ein regnerischer Morgen. Ich wachte früh auf und schaute auf mein Handy. Es gab eine Nachricht von meiner besten Freundin Maja. Die Nachricht lautete: Lina, bitte komm heute zum Flughafen. Ich brauche dich. 12 Uhr, Terminal 3. Ich war verwirrt. Warum wollte Maja, dass ich zum Flughafen komme? Sie erklärte nichts. Ich versuchte sie anzurufen, aber ihr Handy war aus. Ich schaute auf die Uhr. Es war schon 10 Uhr morgens. Ich hatte nur 2 Stunden. Also zog ich schnell meine Jeans und eine pinke Jacke an. Ich nahm meinen Regenschirm und meine Tasche. Dann sagte ich zu meiner Mutter: Mama, ich muss zum Flughafen gehen. Maja braucht Hilfe. Meine Mutter sah ein bisschen besorgt aus, aber sie sagte: Okay, pass auf dich auf, Lina. Ich ging nach draußen und stieg in einen Bus ein. Das Wetter war kalt und regnerisch. Der Bus war sehr voll, also musste ich die ganze Zeit stehen. Ich schaute immer wieder aus dem Fenster. Der Himmel war dunkelgrau und ich konnte Flugzeuge weit weg am Himmel sehen. Nach einer Weile kam der Bus am Flughafen an. Der Flughafen war sehr groß und laut. Die Menschen gingen schnell, sprachen laut und zogen ihre Taschen hinter sich her. Ich begann, nach Terminal 3 zu suchen. Es dauerte etwa 10 Minuten, es zu finden. Aber als ich dort ankam, war Maja nicht da. Ich wartete 10 Minuten. Dann 15 Minuten. Dann 20 Minuten. Immer noch keine Maja. Ich wurde nervös. Ich schaute mich im Terminal um. Viele Menschen saßen, warteten oder schauten auf ihre Handys. Dann sah ich ein Mädchen, das nahe an einem großen Fenster saß. Neben ihr stand ein Koffer und sie weinte. Ich ging langsam zu ihr. »Geht es dir gut?« fragte ich leise. Sie sah mich an. Ihre Augen waren rot. »Ich habe meinen Flug verpasst«, sagte sie leise. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich setzte mich neben sie. »Ich heiße Lina«, sagte ich. »Vielleicht kann ich dir helfen.« Sie sagte mir, dass sie Sarah heißt. Sie kam aus einer anderen Stadt, um ihren Vater zu besuchen, aber sie war zu spät und ihr Flugzeug war schon weg. Ich nahm eine kleine Flasche Wasser aus meiner Tasche und gab sie ihr. Wir sprachen ein paar Minuten. Sie war freundlich und höflich. »Danke«, sagte sie. »Du bist sehr nett.«
In diesem Moment begann mein Handy zu klingeln. Es war Maya. Ich ging schnell ran. »Lina, wo bist du?« fragte sie. »Ich bin bei Terminal 3 und warte auf dich«, sagte ich. »Oh nein«, sagte Maya, »ich meinte Terminal 2. Ich bin hier und habe große Angst. Bitte komm schnell.« Ich verabschiedete mich von Sarah und rannte zu Terminal 2. Mein Herz schlug sehr schnell. Als ich dort ankam, sah ich Maya auf dem Boden sitzen. Sie weinte. »Maya«, rief ich. Sie sah auf und stand schnell auf. Dann rannte sie zu mir und umarmte mich. »Lina, ich wusste nicht, wen ich anrufen soll«, sagte sie. »Ich habe große Angst.« »Was ist passiert?«, fragte ich. Sie schaute sich um, bevor sie sprach. »Ich glaube, jemand verfolgt mich«, sagte sie. Ich war überrascht. »Wer? Warum?«, fragte ich. »Ich weiß es nicht«, sagte Maya. »Im Bus zum Flughafen sah ich einen Mann, der mich ansah. Als ich aus dem Bus ausstieg, stieg er auch aus. Ich bin in den Flughafen gerannt und habe versucht, mich zu verstecken. Hier sind viele Menschen«, sagte ich. »Vielleicht war es nur ein Zufall.« »Nein«, sagte Maya leise. »Ich habe ihn wieder in der Nähe des Cafés gesehen.« Plötzlich zeigte Maya auf die andere Seite der Halle. »Das ist er«, sagte sie leise. Ich drehte langsam meinen Kopf. Ein Mann mit einer schwarzen Kappe und einem braunen Mantel stand in der Nähe des Ausgangs. Er schaute auf sein Handy. Meine Hände fühlten sich plötzlich kalt an. »Bleib hier«, sagte ich zu Maya. »Ich werde mit ihm sprechen.« Aber bevor ich mich bewegen konnte, sah der Mann uns an. Dann drehte er sich um und ging schnell weg. Wir standen da und bewegten uns nicht. Wir sahen, wie er in der Menschenmenge verschwand. »Glaubst du mir jetzt?«, fragte Maya. Ich nickte langsam. Wir saßen ein paar Minuten still. Dann sagte ich: »Lass uns mit der Flughafenpolizei sprechen.« Wir gingen zum Informationsschalter und erzählten alles. Das Personal hörte aufmerksam zu und sagte: »Keine Sorge, wir werden die Sicherheitskameras überprüfen.« Danach fühlten wir uns etwas sicherer. Maya sah mich an und lächelte. »Ich habe Glück, dich zu haben«, sagte sie. Ich lächelte und sagte: »Sag mir nächstes Mal bitte das richtige Terminal.« Wir lachten beide. Aber innerlich fühlte sich noch etwas falsch an. Warum beobachtete dieser Mann Maya? War es nur ein Fehler oder passierte etwas anderes? Ich sah Maya an und sagte: »Lass uns nach Hause gehen, aber wir müssen vorsichtig sein.« Sie nickte. Wir gingen zusammen nach draußen. Es regnete immer noch. Ich öffnete meinen Regenschirm und wir stiegen in ein Taxi ein. Als wir hinten saßen, schaute ich aus dem Fenster. Dann sah ich etwas. Ein Mann stand draußen, eine schwarze Kappe, ein brauner Mantel. Er beobachtete unser Taxi. Das Taxi fuhr los. Der Regen klopfte gegen die Fenster. Maya hielt meine Hand fest. Ich schaute noch einmal durch das Fenster nach hinten. Der Mann stand unter einem Baum und beobachtete uns immer noch. Mein Herz begann schneller zu schlagen. »Maya«, sagte ich leise, »er ist noch da. Er hat gesehen, dass wir gegangen sind.« Maya schaute aus dem Fenster. Sie sah ihn auch. Ihre Augen wurden groß vor Angst.
Glaubst du, dass er uns verfolgen wird? Fragte sie leise. Ich weiß es nicht, sagte ich. Aber wir fahren nicht nach Hause, sagte ich leise. Wir müssen gut nachdenken. Ich sprach mit dem Taxifahrer. Können Sie uns bitte zum großen Einkaufszentrum fahren und nicht nach Hause? Fragte ich. Der Fahrer nickte. Okay. Er drehte das Auto und fuhr in eine andere Richtung. Ich schaute durch das hintere Fenster. Ein schwarzes Auto bog auf dieselbe Straße hinter uns ein. Ein kaltes Gefühl ging durch meinen Körper. Maja, sagte ich leise, dieses Auto, es folgt uns. Maja drehte langsam ihren Kopf und schaute nach hinten. Ihr Gesicht wurde blass. Er ist es, flüsterte sie. Der gleiche Mann. Dieses Mal fuhr er das Auto. Warum macht er das? Fragte Maja. Ich kenne ihn nicht einmal. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte keine Antwort. Bald kamen wir am Einkaufszentrum an. Das Einkaufszentrum war groß, hell und voller Menschen. Wir bezahlten schnell den Fahrer und gingen hinein. Aber der Mann ging nicht weg. Er parkte sein Auto und kam nach uns in das Einkaufszentrum. Wir gingen schneller. Zuerst gingen wir in ein Schuhgeschäft. Dann gingen wir in ein Bekleidungsgeschäft. Maja schaute wieder nach hinten. Er ist immer noch da, sagte sie ängstlich. Ich hielt ihre Hand fest. Wir müssen Sicherheitspersonal finden, sagte ich. Nach ein paar Minuten sahen wir einen Sicherheitsmann in der Nähe eines Informationsschalters stehen. Entschuldigung, sagte ich, ein Mann folgt uns. Können Sie uns helfen? Der Sicherheitsmann sah ernst aus. Können Sie mir zeigen, wer es ist? Fragte er. Wir zeigten auf die andere Seite des Ganges. Der Mann mit der schwarzen Kappe ging langsam in der Nähe. Der Sicherheitsmann ging zu ihm. »Warum folgen Sie diesen Mädchen?« fragte der Sicherheitsmann. Der Mann sah überrascht aus. »Ich folge Ihnen nicht«, sagte er schnell. Dann zeigte er auf Maja. »Sie ist meine Schwester.« Maja trat erschrocken einen Schritt zurück. »Was? Das stimmt nicht«, rief sie. Der Sicherheitsmann sah verärgert aus. »Bitte kommen Sie mit mir«, sagte er. Plötzlich versuchte der Mann wegzulaufen. Aber 2 weitere Sicherheitsleute kamen und hielten ihn auf. Kurz darauf wurde die Polizei gerufen. Maja und ich setzten uns auf eine Bank und warteten. Eine freundliche Frau aus einem Café in der Nähe brachte uns 2 Tassen warmen Tee. Majas Hände zitterten. Ich legte sanft meinen Arm um ihre Schultern. »Es wird alles gut«, sagte ich. Nach einiger Zeit kamen die Polizisten. Sie stellten uns viele Fragen. Sie überprüften auch die Sicherheitskameras im Einkaufszentrum. Später kam ein Polizist zurück, um mit uns zu sprechen. »Sie hatten recht«, sagte er. »Dieser Mann hat Sie seit dem Flughafen verfolgt.« Ich war überrascht. »Warum hat er das gemacht?« fragte ich. Der Polizist sagte, dass sie viele Fotos von Maja auf seinem Handy gefunden haben. Er hatte auch ihren Namen und ihre Adresse gespeichert. Maja sah schockiert aus. »Aber wie?« fragte sie leise. »Wer ist er?« Der Polizist sagte, »Wir prüfen das noch, aber es sieht so aus, als könnte er ein Privatdetektiv sein. Vielleicht hat ihn jemand bezahlt, sie zu beobachten.«
Maja schüttelte langsam den Kopf. Nein, er muss es sein, sagte sie leise. Ich sah sie an. Wer? Fragte ich. Sie schaute auf den Boden. Mein Ex-Freund, sagte sie leise. Wir haben uns letzten Monat getrennt. Er war sehr wütend. Der Polizist nickte. Das könnte der Grund sein, sagte er. Aber wir werden weiter ermitteln. Maja begann leise zu weinen. Ich hatte große Angst, sagte sie. Ich umarmte sie. Es ist okay, sagte ich. Du bist jetzt in Sicherheit. Nach ein paar Stunden sagte die Polizei, dass wir gehen können. Sie sagten, dass sie uns anrufen werden, wenn sie mehr Informationen brauchen. Als wir das Einkaufszentrum verließen, regnete es immer noch. Aber diesmal fühlte sich der Regen ruhig und friedlich an, als wäre alles Schlechte vorbei. Wir nahmen ein weiteres Taxi und fuhren nach Hause. Während der Fahrt schlief Maja auf meiner Schulter ein. Sie sah müde aus, aber auch ruhig. Als wir bei mir zu Hause ankamen, öffnete meine Mutter die Tür. Sie sah sehr besorgt aus. »Wo wart ihr?« fragte sie. »Ich habe die Nachrichten gesehen. Am Flughafen ist etwas passiert.« Ich erzählte ihr alles. Als ich fertig war, umarmte sie uns beide fest. »Ihr seid sehr mutig«, sagte sie. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich dachte immer wieder an alles, was passiert ist. Die Nachricht, der Flughafen, Sarah. Und der seltsame Mann mit der schwarzen Kappe. So viele Dinge sind an einem einzigen Tag passiert. Aber ich war auch stolz auf mich. Ich habe jemandem geholfen, den ich nicht kannte. Ich habe meine beste Freundin beschützt. Und ich bin ruhig geblieben, auch wenn ich Angst hatte. Eine Woche später passierte etwas Gutes. Ich arbeitete in der Buchhandlung und half einem Kunden, ein Buch zu finden. Plötzlich hörte ich jemanden meinen Namen sagen. »Lina!« Ich drehte mich um. Es war Sarah, das Mädchen vom Flughafen. Sie lächelte glücklich. »Ich habe dich gefunden«, sagte sie voller Freude. Ich lachte. »Du hast dir den Namen meiner Buchhandlung gemerkt.« Sie nickte. »Ich wollte mich noch einmal bei dir bedanken. Du hast mir an diesem Tag sehr geholfen.« Später saßen wir zusammen und tranken Kaffee. Sie erzählte mir, dass sie ihren Vater noch am selben Abend getroffen hatte. Jetzt lebte sie in unserer Stadt. »Ich kenne hier nicht viele Leute«, sagte sie. »Können wir Freunde sein?« Ich lächelte. »Natürlich«, sagte ich, »das würde mich freuen.« An diesem Tag habe ich etwas Wichtiges gelernt. Manchmal passieren im Leben beängstigende Dinge. Manchmal wissen wir nicht, warum Dinge passieren. Aber wenn wir mutig bleiben, wenn wir anderen helfen und freundlich sind, können gute Dinge zu uns zurückkommen. Ich bin zum Flughafen gegangen, um meiner Freundin zu helfen. Aber ich habe mehr als das gefunden. Ich habe Mut gefunden. Ich habe eine neue Freundin gefunden. Und ich habe meine eigene Stärke entdeckt. Jetzt bist du an der Reihe zu üben. Sieh dir diese Geschichte noch einmal an. Mach nach jedem Satz eine Pause. Wiederhole die Wörter mit der Shadowing-Methode. Versuche, die Stimme, das Gefühl und den Rhythmus nachzuahmen.
Sprich klar und mit Selbstvertrauen. Das ist eine großartige Methode, um dein Deutschsprechen zu verbessern. Vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Weitere Shadowing-Geschichten werden bald kommen. Danke, dass du mit mir lernst. Bis zur nächsten Lektion.